Das ist richtig nice. Ja, Upperline da. Ja, salut zusammen, ich begrüße dich hier zu einem weiteren Video. Heute bin ich mal an einem ganz anderen Ort unterwegs. Ich bin im Südtirol, im Vinschgau, genauer hier auf der Tarscher Alm oben. Ich fahre jetzt hier den Barbarossa Trail. Ich bin das erste Mal in dieser Region unterwegs. Hier. Der Trail fährt auf 1900 Meter oben an, hier auf der Tarscher Alm oben. Er ist etwas über 4 Kilometer lang und rund 570 Tiefenmeter, glaube ich. Ich bin unterwegs hier mit meinem Pivot Firebird. Mega geile Maschine. Jetzt hinten drauf habe ich endlich die Maxxis SG Double Down drauf. Ich hoffe, das Ding hat ein bisschen besser als der, den ich vorher hatte. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Trail. Er bietet so ziemlich alles, was das Tech-Herz begehrt. Die gerne technische Trails haben, so ein bisschen Enduro-Charakter. Absolut genial. Ich habe das mal vor, weniger zu kommentieren als bei anderen Videos. Lasst nicht den Trail auf der Zunge zergehen, das ist richtig nice. Ich habe mega Freude gehabt, bin Anfang an angefahren. Bin sicher nicht so schnell unterwegs, ich bin schon ziemlich anfangs von der Saison. Ja, ich würde sagen, gehen wir schauen, bis später auf dem Trail. So, let's go! Trampe. Ja, richtig nice. Vergesst nicht den GoPro-Effekt. Es ist definitiv steiler, als man denkt. Huch. Kleiner Gratis-Tipp. Den richtigen Gang drin haben, dann könnt ihr schön rauf pedalieren. Da.
wrong line. So, next part. Der Part ist ein bisschen verspülter. Ja. Licht-Schatten-Verhältnis jetzt schon wieder anders als bei der ersten Abfahrt. Nice. Ja, Upper Line da. Jetzt haben wir hier so kurze Uphill-Passagen da. Ein Gang kleiner und das ist auch besser gegangen. Mega schön hier über die Krete. Wieder eine steilere Passage hier. Es geht ein Loch ab. Du willst definitiv nicht stürzen. Ups. Ja, da geht es durch. Das ist halt, wenn du den Trail nicht ganz kennst. So, da kommt jetzt eine offenere Passage außerhalb vom Wald. Oder respektive ein bisschen leichter im Wald. Weniger Wurzeln, aber auch mehr schwierige Steine, teilweise spitzige Steine. Die seht es jetzt gerade. Und durchaus auch wieder sehr anspruchsvolles Gelände. Recht steil. Und wie gesagt, sehr sandig und rutschig heute. Dass es so extrem trocken ist. Schöne Turns da. Ja. Ja, ich will draussen anfahren da.
So richtig Enduro-Charakter hier. Schmaler Single Trail. Hallo. Wieder recht steep hier. Ja, das hätte ich können nehmen. So, der letzte Part. Wieder ein bisschen im Wald drin. Das heisst wieder Wurzliger. Das ist übrigens kein Shared Trail, obwohl es andere vorher hatte auf der Strecke. Aber Wander- und Bike Trail und Wanderweg sind hier schön getrennt. Sauberes Beispiel für eine Entflechtung von Wander- und Bike Trails. Perfekt umgesetzt. Der Teil ist ein bisschen gespickt mit ein paar kurzen Uphill-Stellen. Mega nice. Ja, richtig geil. So, das war's. Hier oben hat es noch einen Picknickplatz. Jetzt geht es hier nach Rausstrasse führen, wieder zur Talstation, wo ich wieder herfahre. Jo, wir würden wundern von euch, wenn ihr das Video gefunden habt, mit ein paar wenigen Kommentaren von meiner Seite. Während dem Fahren schreibt es gerne in die Kommentare rein, ob das so passt. Oder ob ihr gerne wieder mehr kommentiert wollt während dem Fahren. Es hat noch mehr Trails hier oben. Es hat noch den Tarscher Alm Trail, den gehe ich auch noch anschauen. Hier ist noch der Roadprune Trail, der auf Tarscha führt. Und auf der linken Seite ist noch der Holly Hansen, heisst der. Gemäss Mark von All Mountain CH. Mark und Tina sind auch sehr empfehlenswert. Werde ich aber keine Zeit mehr haben, während meinem Aufenthalt da vorbeizuschauen. Es lohnt sich absolut auch nur für diesen Trail hier raufzufahren. Es ist richtig, richtig nice. Der Trail hat einfach alles drin. Von Enduro bis ein Bikepark-Feeling. Ist schön steil, in einem extrem schönen Gelände. Er ist abwechslungsreich. Hat Bahnunterstützung für die nicht rampen wollen. Durchaus anspruchsvoll zum Fahren. Also für Anfänger vielleicht nicht gerade der optimale Trail. Er ist doch sehr technisch, teilweise ein bisschen ausgesetzt und hat durchaus auch bei diesen Bedingungen, wenn es nass ist, sehr rutschige Stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und freue mich natürlich auch über ein Like. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.